Die Geschichte der Ilha Grande ist voller Legenden und Geschichten aus dunkler Vergangenheit. Von Legenden berühmter Piraten über die Zeit des Sklavenhandels bis hin zur grauenhaften Unterdrückung durch die ehemalige Militärdiktatur. Ich begebe mich auf den Weg zur letzten Etappe, dem langen und gefährlichen Aufstieg zum Pico do Papagaio. Nur einige Minuten von Abrão entfernt befinden sich die Ruinen eines alten Seuchenlazaretts, das von deutschen Architekten errichtet wurde. Während der Zeit des Sklavenhandels war die Ilha Grande ein beliebtes Ziel der Sklavenschiffe. Hier am Strand findet man noch immer die Ruinen eines alten Docks aus dieser Zeit. Die von der langen Schiffsfahrt geschwächten und kranken Sklaven mussten vor ihrem Verkauf wieder aufgepäppelt werden. Während der Wochen- oder monatelangen Ozeanüberquerung infizierten sich ganze Schiffsbesatzungen mit der Pest und Cholera. Von 1886 an wurden sie im Lazarett in Quarantäne gehalten. Ein Teil der Anlage diente später, zur Zeit der Militärdiktatur, als modriges Kellergefängnis. Hinter mir seht ihr die Ruinen eines ehemaligen Krankenhauses, das damals im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Das Krankenhaus wurde damals jedoch in den 50er Jahren ungefähr umgebaut zu einem Gefängnis. In den 50er Jahren herrschte in Brasilien Militärdiktatur. Und dieses Krankenhaus, die Zellen, die ihr dort hinter mir seht, sind Zellen für politische Gefangene. Genau an diesem Ort wurden politische Gefangene gehalten und gefoltert. Während der Flut drang oft zwangsläufig Meerwasser in die Zellen ein, um die Insassen zu quälen und zu foltern. Man erzählt sich, dass einige dieser Zellen absichtlich so nah am Wasser gebaut wurden, dass die dort Gefangenen bei Flut fast ertranken. Das Lazarett wurde seinerzeit von einem Aquädukt mit Trinkwasser beliefert. Die Ruinen sind nur einige hundert Meter weiter im Dschungel zu finden. Das gigantische Bauwerk, das ihr hier seht, ist ein Aquädukt. Es wurde im 18. Jahrhundert gebaut, um Wasser zum Krankenhaus zu liefern. Es hat eine Gesamtlänge von 140 Metern. Alle Schiffe, die zur Insel wollten, mussten am Lazarett Halt machen. Dort pumpten Maschinen Wasser aus dem Aquädukt in die Schiffe, um diese zu desinfizieren. Das Aquädukt besteht aus 26 Bögen mit einer Höhe von jeweils 11 Metern. Es ist ein Beispiel brasilianischer Architektur, denn es wurde aus Granit errichtet. Auf der Ilha Grande findet man Überraschungen hinter fast jeder Wegbiegung. In diesem Fall ist es ein kleiner Naturpool. Bei dem tollen Wetter und dem anstrengenden Wanderweg, der vor mir liegt, kann eine kleine Abkühlung eigentlich nicht schaden. Das Wasser hier ist ohne Scheiß so kalt, Jungs. So kalt. Die kleine Abkühlung tut wirklich gut. Wie fast jeder Ort auf der Ilha Grande hat sogar dieser kleine Teich eine Geschichte. Im Dorf von Abrão erzählt man sich, dass die Sklaven damals, als es in Brasilien noch Sklaverei gab, genau zu diesem Ort gekommen sind, um sich hier zu waschen. Die sind dann reingesprungen, wie ich eben gerade, und haben eben dort ein Bad genommen, weil es keine andere Möglichkeit für die Sklaven gab. Doch nach dieser kurzen Abkühlung muss ich auch schon weiter. Ein langer Weg liegt noch vor mir. Diese Art von Weg solltet ihr niemals alleine machen. Von hier aus beginnt der Aufstieg zum Pico do Papagaio. Und dieser ist gleich zu Beginn steil und sieht sehr anstrengend aus. Erst vor wenigen Monaten stürzte ein deutscher Tourist, der allein unterwegs war und der von der Dunkelheit überrascht wurde, einen Abhang hinunter. Schwer verletzt harrte er dort die Nacht aus, wurde am nächsten Morgen aber glücklicherweise von einem Touristenpaar entdeckt. Er überlebte. Der Weg zum Pico do Papagaio ist zum Teil sehr gefährlich. Immer wieder gehen Touristen, die den Weg nicht kennen und allein unterwegs sind, im Dschungel verloren. Einige von ihnen werden zum Glück nach einigen Tagen gefunden. Nur eine falsche Abzweigung und man wird vom Urwald verschluckt. Die Brettwurzeln des Kapokbaums können als Schutz dienen. Der Platz bietet Unterschlupf, sollte man nachts im Regenwald verloren gehen. Wilde Tiere laufen vorbei, da sie einen im Schutz der bis zu 10 Meter hohen Brettwurzel nicht erkennen.
Immer wieder wird der Weg beschwerlich und ich treffe auf scheinbar unüberwindbare Hindernisse. Sieht aus wie ein Wasserfall. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich einen Weg finde, da irgendwie runterzukommen. Weil einen Weg drumherum habe ich nicht gesehen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dort irgendwie weiterzukommen. Umkehren und einen anderen Weg suchen möchte ich nicht. Auf diese Weise würde ich zu viel Zeit verlieren. Scheint so, als gäbe es da einen Weg runter. Da drüben sind einige Leute. Die scheinen Rappels zu machen. Mal gucken, ob ich da irgendwie mit runterkomme. Eine kurze Einweisung am Seil ist wichtig, denn dieser Abstieg wird mein erster. Die ersten Schritte sind die schwierigsten, denn der Abstieg am Wasserfall ist steil und glitschig. Das eiskalte Wasser knallt mit unglaublicher Geschwindigkeit von oben auf mich herab. Die Kraft des Wassers macht es schwer, ein Bein vor das andere zu setzen. Zum Glück war es nur die Kamera, die mir für einen kurzen Moment aus der Hand geglitten ist. Der Wasserfall hat sie einfach weggespült. Das Wasser stürzt erbarmungslos auf mich herab, als wolle es mich samt Seil fortspülen. Unten angekommen und von der Ausrüstung befreit, durchquere ich den kleinen See, der sich vor dem Wasserfall gebildet hat. Jetzt kann es weitergehen. Von hier aus kann es an Land und zu Fuß weitergehen. Jahrhundertelang lebten die Tupinambá-Indianer auf der Ilha Grande, deren Pfade noch heute bei Wanderungen benutzt werden. Es gibt nur schmale Urwaldpfade, die oft zugewuchert und kaum mehr erkennbar sind. Gut, dass ich meinen Guide Pais immer an meiner Seite habe, denn auf diesem Wege erfahre ich eine Menge interessanter und nützlicher Dinge über die heimische Pflanzenwelt. Die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Das hier ist ein natürliches Schmerzmittel. Ein paar dieser Kügelchen reichen aus. Einfach in den Mund nehmen, zerkauen und man merkt ein frisches Mentholgefühl auf der Zunge. Gegen Zahnschmerzen, gegen Gliederschmerzen, alles, was ihr braucht. Ihr braucht kein Paracetamol mehr, kein Aspirin. Diese Pflanze reicht. Bei langen Wanderungen durch schwieriges Gebiet ist die richtige Ausrüstung das A und O. Besonders Wasser ist unverzichtbar. Glücklicherweise gibt es hier auf der Ilha Grande eine Vielzahl von frischen Quellen, an denen man seinen Durst stillen und seine Flaschen auffüllen kann. Nach diesen Quellen sollte man demnach immer Ausschau halten, denn im richtigen Moment können sie vielleicht auch das Leben retten. Eine weitere Gefahr sind Schlangen, die sich am Wegesrand zusammenrollen, um dort zu schlafen. Das ist eine Jararaca, eine extrem giftige Schlange. Nur ein Biss ist tödlich. Die Jararaca-Lanzenotter bewohnt den Südosten Brasiliens. Die Art ist wie alle amerikanischen Lanzenottern giftig und innerhalb ihres Areals eine der medizinisch relevantesten Giftschlangen. Die Jararaca ist weitgehend nachtaktiv, darum lassen wir sie jetzt noch weiter schlafen. Die Spitze des Pico do Papagaio liegt in 982 Metern Höhe. Seinen Namen trägt der felsige Gipfel, der von weitem die Form eines Papageienkopfes hat. Das letzte Stück zerrt noch einmal richtig an meinen Kräften und dann lichtet sich plötzlich die Vegetation. Der Wind weht kräftig und verschafft nach diesem Kraftakt eine willkommene Abkühlung. Die Aussicht hier oben ist atemberaubend. Der gewaltige Regenwald unter mir, die unzähligen Buchten und kleinen Inseln, das scheinbar endlose Meer und die nebelverhangenen Berge in der Ferne. Dieser wunderschöne Ausblick vom Pico do Papagaio zählt definitiv zu einem meiner persönlichen Weltwunder. Und von denen gibt es noch viele weitere zu entdecken. Ich mache mich weiter auf die Suche nach ihnen. Und welches sind deine persönlichen Weltwunder?